Mahlzeit! Ryzen 3, das neue Spiel von Piranha Bytes, ist vor 3 Tagen erschienen, deswegen jetzt passend dazu ein Review zum Spiel Solitär. Bam! Boom! Wusch! Solitär ist ein Free-to-Play-Titel aus dem Hause Microsoft. So ungeschickt wie Microsoft ist, hat man allerdings den Ingame-Shop vergessen. Duh! Das Spiel spielt in der Gegenwart, zumindest gehe ich davon aus, da es sich um ein Kartenspiel handelt und in der Zukunft bestimmt keine Kartenspiele mehr existieren. Sicher sein kann man sich da allerdings nicht, da die Story im Spiel ziemlich schlecht rübergebracht wird. Die Vertonung ist ziemlich schlecht, es gibt nur einen vertonten Dialog, nämlich den zur Hochzeitsfeier am Ende des Spiels. Zu der Stelle komme ich später noch. Der eigene Charakter hat nicht mal einen Namen, deswegen nennen wir ihn ab jetzt einfach Manfred. Manfred spielt also ein Kartenspiel auf Leben und Tod. Er muss sämtliche Karten in die richtige Reihenfolge bringen, um das Spiel zu gewinnen. Dabei finden wir auch den ersten Bug im Spiel. Die Karten werden in den richtigen Farben oben abgelegt, auf dem Spielfeld selber werden sie aber komplett falsch in abwechselnder Reihenfolge aneinandergereiht. Gewinnt Manfred ein Spiel, gibt es eine kleine Zwischensequenz, die seinen Erfolg feiert und er bleibt am Leben. Nur um gezwungen zu werden, eine weitere Runde zu spielen. Sollte Manfred verlieren, wird er erschossen. Hierzu fehlt allerdings eine Zwischensequenz, wodurch das für den Spieler nicht sofort ersichtlich wird. Sollte Manfred 200 Spiele in Folge gewinnen, wird er zum Kaiser des Landes ernannt und darf die Prinzessin heiraten. Allerdings funktioniert der Trigger dafür nicht, dadurch wird das Hochzeitsskript nie gestartet und der Spieler muss unendlich weiterspielen. Manfred langweilt sich nach jedem gewonnenen Spiel ein bisschen mehr. Das kommt allerdings nicht wirklich gut rüber, da man, typisch Ego-Shooter, den eigenen Charakter nur sieht, wenn man an einem Spiegel vorbeigeht. Dummerweise gibt es im ganzen Spiel nicht einen einzigen Spiegel. Die Grafik des Ganzen ist eher so zweckmäßig. Man erkennt, dass es sich um Karten handeln soll. Die Animationen, gerade die vom Mischen und Kartenverteilen, kommen ganz gut rüber. Hier hätte aber etwas mehr Abwechslung geholfen, sie wiederholen sich einfach zu oft. Die Zwischensequenz beim Gewinnen eines Spiels ist toll. Wirklich negativ anrechnen würde ich die fehlenden Todesanimationen beim Verlieren. Richtig vergeigt hat Microsoft hier allerdings das Inventar. Wie man hier sieht, ist angedeutet, wie viel drin ist, aber man sieht nicht wirklich was. Die Sounds sind äußerst realistisch, man wird permanent daran erinnert, wie der Opa immer über das Kartenspielen erzählt hat. Es gibt 4 Skins für die Karten und 5 Welten. Diese sind von Anfang an frei wählbar und müssen nicht freigespielt werden. Und genau da haben wir das Problem. Die Abwechslung fehlt. Aufgrund des vergessenen Itemshops kann man sich auch keine neuen nachkaufen. Daher wird das Ganze sehr schnell langweilig. Auf einen Mehrspielermodus hat Microsoft ganz verzichtet. Offiziell, um die gruselige Stimmung nicht zu stören. Meiner Meinung nach hat man den Netzcode für die vielen verschiedenen Moves einfach nicht optimiert bekommen, so dass es immer beim zweiten Spieler geruckelt hat. Es gibt keine Achievements, daher hält sich auch die Wiederspielbarkeit in Grenzen. Außerdem kann man bei Freunden nicht angeben, dass man das Spiel geschafft hat. Sollte man sich mal vertun und es bleibt kein möglicher Spielzug übrig, wird man erschossen. Das kann man aufgrund des fehlenden Ingame-Shops auch nicht beheben, indem man sich einfach eine bestimmte Karte für Echtgeld kauft. Hier wurde massiv Spielspaß verschenkt. Dafür gibt es einen integrierten Cheat-Modus, indem man einfach auf T drückt, zeigt einem das Spiel, was man als nächstes machen kann. Immerhin Microsoft, immerhin. Kommen wir zum Fazit. Die Neuerungen seit dem Solitär aus dem Jahre 1993 halten sich in Grenzen. Die Anzahl der Gegner ist einfach zu klein, ein paar mehr Waffen hätten dem Spiel auch gut getan. Die Synchronisation ist auch mehr so mäh. Die Sprache wird mit der installierten Windows-Version festgelegt und kann im Nachhinein nicht mehr geändert werden. Da aber die einzige vertonte Zwischensequenz nicht funktioniert, ist das auch egal. Es gibt 2 Spielmodi und einen Sandbox-Modus, in dem man keine Punkte erhält. Das ist vorbildlich gelöst. Ein weiteres großes Manko ist das fehlende Tutorial, außerdem liegt auch keine gedruckte Bedienungsanleitung bei. Beides wäre für ein Spiel dieser Komplexität wünschenswert gewesen. Ich bewerte das Spiel mit einem Herzbuben und 2 Damen. Aufgrund des vergessenen Ingame-Shops befürchte ich allerdings, dass Microsoft nichts davon hat und demnächst pleite gehen wird, da sie ja an dem Spiel so nichts verdienen können.
Schreibt einen Kommentar, was ihr von dem Spiel haltet. Ihr dürft auch gerne Mitleid für Microsoft dalassen, da sie demnächst pleite gehen. Danke für die Aufmerksamkeit. Und einen schönen Tag.